Von Zügen in Japan oder China hört man in Europa meist nur Gutes. Japan kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, Zugfahren dort ist wirklich auf einem ganz anderen Level. Aber wie sieht es eigentlich in China aus? Als eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt betreibt China heute das größte Hochgeschwindigkeitsnetz überhaupt und baut es immer noch mit beeindruckender Geschwindigkeit weiter aus. Strecken wie zwischen Shanghai und Peking, für die man früher über 10 Stunden unterwegs war, werden inzwischen in rund 4 Stunden zurückgelegt, bei Geschwindigkeiten von bis zu 350 km/h. Und genau das schauen wir uns heute genauer an. Wir steigen direkt ganz oben ein in die Business Class. Eine Klasse, die es so in Deutschland gar nicht gibt. Sie steht quasi noch über der ersten Klasse und verspricht ein ganz besonderes Reiseerlebnis. Ich hab Bock und wünsche euch viel Spaß mit meinem ersten Zugvideo aus China. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Tag aus Shanghai. Ich bin jetzt allerdings nicht mehr im Zentrum von Shanghai, sondern gerade ungefähr 20 Kilometer außerhalb gefahren. Hier im Hintergrund seht ihr die Shanghai Hongqiao Railway Station und ja, ich bin gerade hier mit einem Taxi hingefahren und dachte eigentlich, ich fahre zum Flughafen, weil es erinnert mich eher alles an den Flughafen anstatt an den Bahnhof. Erstmal, dass wir so weit außerhalb sind, aber auch alles andere. Das sieht aus wie so ein richtiges Flughafenterminal hier, oder? Direkt hier hinter ist aber auch ein Flughafen. Nur wir fahren heute Zug nach Peking und das sind auch richtig schnelle Züge. Und ich denke mal, deswegen haben die es so gebaut, dass die Bahnhöfe alle ein bisschen außerhalb sind, damit man richtig schnell von Stadt zu Stadt fahren kann und sich nicht immer durch die ganzen Städte, die ja eh total überfüllt sind oder wo halt richtig viel Trubel ist, durchschlängeln muss. Keine Ahnung, vielleicht hat es auch noch andere Gründe, aber ich habe mich ein bisschen gewundert, dass der Bahnhof halt so weit außerhalb ist. So, genug gelabert, wir gehen jetzt mal rein. Es ist alles ganz anders als in Deutschland. Das werdet ihr, denke ich, sehen und es ist ja auch mein erstes Mal, dass ich in China Zug fahre, deswegen bin ich selber total gespannt. Ich habe kein Ticket, hier funktioniert alles über deinen Reisepass. Also du kannst nur Zug fahren, wenn du deinen Reisepass vorher scannst und das ist auch quasi dann mein Ticket. Ich habe noch nicht so wirklich Plan, ob ich hier richtig bin, weil es gibt, glaube ich, auch noch einen anderen Eingang. Aber ich habe auf jeden Fall Business Class gebucht, ne? Ihr kennt mich doch. South Business Class Priority Channel. Ja, probieren wir es doch mal. Sollte ja eigentlich kein Problem sein, dass ich hier jetzt rein darf. Ja. Hallo. Passport, yes. So, kurzer Security-Check. So Leute, ich bin jetzt hier in der Lounge. Sieht ganz nett aus, wir schauen uns das sofort mal an. Bevor es weitergeht, noch schnell 2 Sachen in eigener Werbung. Meine Marke Beau Voyage wird ja umgebrandet. Wir haben immer noch einige Socken und auch tolle Unterhosen auf Lager. Top-Qualität zu absoluten Spitzenpreisen, also glaubt mir wirklich, ihr bekommt so eine Qualität zu dem Preis nirgendwo anders. Deswegen schlagt da gerne nochmal zu, sind die letzten, die es gibt. Und, was ich auch noch sagen wollte, ich habe ein Community-Gewinnspiel bei Instagram am Laufen. Ich hatte nämlich noch 3 Lufthansa-Voucher, jeweils über 1000 €, die ich nicht brauche und da einfach mal verlost habe. Das wollte ich unbedingt auf YouTube auch noch mal ansprechen, also checkt das gerne mal aus. Instagram Alex V, der Post ist ganz oben angepinnt und nehmt da gern teil. So, und jetzt fahren wir Zug. Ich fahre heute in 5 Stunden 20 mit dem Zug 1200 Kilometer von hier nach Peking. Das ist natürlich ein Schnellzug. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es gibt auch Züge, die sind noch schneller. Man kann das Ganze auch in 4 Stunden 14 schaffen. Das ist der schnellste Weg. Der war allerdings komplett ausgebucht. Ich konnte jetzt nur diesen Zug buchen. Ist aber gar nicht schlimm. Der hat halt nur ein paar mehr Stops. Deswegen dauert es ein bisschen länger. Und was man auch sagen muss, die haben hier letztes Jahr neue Klassen eingeführt. Also es gibt mittlerweile so Business Classes, so richtig wie im Flugzeug, zum Beispiel Q-Suite von Qatar oder vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit der neuen Lufthansa Allegris, wo man wirklich richtig so zumachen kann. Zum Beispiel so wie der Zug, den ich auch in Indonesien schon gefahren bin. Und wenn ich Glück habe, weil man kann das vorher nicht sehen, die setzen die Züge immer recht spontan irgendwie wohl ein, fahren wir mit der neuesten Variante. Die Chance ist allerdings nicht so hoch, also ich denke, es wird eher die alte, die ist aber auch sehr, sehr cool. Also das ist alles schon, ich sag mal, Zugfahren, so wie wir es in Deutschland jetzt nicht unbedingt kennen und erinnert halt einfach mich an Flugzeuge. Deswegen bin ich mal sehr gespannt und freue mich. Mal gucken, wie das so wird. 290 € habe ich bezahlt, was ich als, ich sag jetzt mal, Deutscher okay finde, aber natürlich für Chinesen ist das schon teuer. Das ist ein teures Ticket, definitiv. Für mich klingt es erstmal fair. Gibt sonst auch noch eine erste Klasse und eine zweite Klasse, aber Business Class ist halt das höchste. Ja, schauen wir uns den Laden mal an und ich denke mal, ich gehe jetzt auch in den nächsten 20 Minuten schon zum Boarding. Abfahrt ist in 1 Stunde, aber man soll halt frühzeitig am Gleis sein. Keine Ahnung. So Leute, schaut mal hier. Man kann sich hier natürlich einiges an Getränken und Snacks nehmen. Das ist in China normal, dass sie viele Sachen einfach warm stellen, weil die meisten hier die Getränke lieber warm trinken. Was ist das denn? Nehmen wir mal noch ein Wässerchen hier raus. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss nochmal neu einchecken hier in der Lounge, damit die auch wissen, dass ich da bin. Wusste ich gar nicht. So Leute, hier könnt ihr die Lounge nochmal sehen im Hintergrund. Und
ja, ein Wässerchen. Sorry, dass das hier gerade so flackert. Ein bisschen getrockneten Peach. Ich musste jetzt gerade nochmal neu einchecken, wie gesagt. Und hier habe ich jetzt eine Nummer bekommen, wie bei McDonald's. Mich holt gleich jemand ab, wenn ich zum Boarding muss und bringt mich dann zum Zug. Also darauf warte ich jetzt und dann sehen wir uns gleich, wenn es losgeht. So Leute, jetzt wurde ich hier abgeholt und jetzt geht's los. Alter, welcome to China Train Station. Das ist ja wirklich riesig hier. Sieht halt einfach aus wie ein Flughafen. Einfach geil und schön. Alles sauber, ey. Da geht einem doch das Herz auf. Warum können wir das nicht? Warum können wir das nicht? Wenn ich das mit Dortmund Hauptbahnhof um 23:30 Uhr vergleiche, da könnte ich kotzen, ehrlich. Einfach nur Leute mit Ticket reinlassen im Bahnhof und fertig ist. Guck mal hier mit Fast Lane. Thank you. Das ist doch mal ein Service hier, Leute, oder? Jetzt geht's ganz nach vorne. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in der Kabine aussieht. Oder im Zugabteil. G752 ist wie gesagt der Zug. Oder so heißt der Zugnummer. Jetzt wurde ich hier begleitet von dem Typ da vorne bis ins Zugabteil. Hier könnt ihr einmal einen anderen Zug sehen. Ich muss sagen, die sehen auf jeden Fall cool aus, aber nicht so geil wie Shinkansen-Züge, ne? Aber auch schon sehr abgespaced. Ey, jetzt sind wir hier ja ganz vorne. Wow. Was ein geiler Zug. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hello. Hello. Thank you. Und das ist auch schon mein Platz. Thank you. So Leute, ich habe Platz genommen. Bisschen schade, es ist leider die alte Business Class, also nicht diese komplett abgetrennte, aber trotzdem natürlich richtig cool. Schaut euch mal an, wie das aussieht. Hier neben mir sitzt direkt die Dame, die will auch nicht stören. Jetzt gleich geht's los. Wir verlassen Shanghai natürlich pünktlich, gehe ich mal von aus. Und ich muss sagen, ich bin auch echt heilfroh, dass ich jetzt mal hier rauskomme. Ich war jetzt eine Woche in Shanghai, absolut krasse Stadt und geil mal zu sehen. Ich würde aber sagen, 3-4 Tage reichen absolut aus, dann hat man das meiste gesehen und ich muss auch sagen, so richtig verstanden habe ich Shanghai noch nicht. Also es gibt so viele verschiedene Areas, wo man hingehen kann. Aber das meiste Touri-Zeugs habe ich abgehakt. Und jetzt geht es erstmal weiter nach Peking. Wobei, da bin ich nur eine Nacht und fliege dann morgen nach Shenzhen. Weil die nächsten Tage werde ich in Shenzhen verbringen. Und auf die Minute genau geht's los. Oh, herrlich. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon ein Weilchen unterwegs und ich bin echt, also man guckt so raus und man fährt wirklich von Skyline zu Skyline. Also Landschaft habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen, wo jetzt irgendwie ein Wald oder so war, bisschen manchmal Wasser, aber sonst hast du die ganze Zeit nur neue Skylines hier vor dir. Es gibt anscheinend in jeder chinesischen Stadt irgend so einen hohen Tower. Hier jetzt auch schon wieder, guckt, da hinten ist ein Tower. Seht ihr den? Das hohe Ding da. Und diese ganzen Hochhäuser hier immer, alles, also so viele Menschen wohnen hier, das ist echt der Wahnsinn. Ich habe hier einmal irgendwie so ein, ich glaube, das sind so ein paar Snacks, schauen wir uns gleich an. Und sofern ich das richtig verstanden habe, gibt es auch nur einmal Essen, später irgendwann. Ein Käffchen oder so wäre auch mal ganz nice. Ich gucke mir jetzt erstmal hier die Toilette an und vielleicht nochmal die anderen Klassen, weil das interessiert mich auch sehr. Und ich habe gerade mal gecheckt, ich hätte natürlich auch fliegen können nach Peking. Kostet auch deutlich weniger, wäre heute für 62 € möglich gewesen. Die zweite Klasse hier im Zug kostet 72 € heute. Also ähnlich wie bei uns in Deutschland. Züge sind teurer als Fliegen manchmal. Das ist Käse. Also das hier ist jetzt, glaube ich, die erste Klasse. Guck mal, hier gibt es auch Service. Aber das ist, glaube ich, nicht im Preis mit drin, wie bei uns. Hier hat man dann halt so eine 2-2-Bestuhlung. Also so wie in Deutschland in der ersten Klasse. Stellt euch mal vor, im ICE gibt es einfach so eine Business Class. Wie verrückt. Würde ich schon feiern. Und das hier ist die Toilette der Business Class. Auf jeden Fall ganz nett. Man hat genug Platz. Ne? Ja, also nichts Erwähnenswertes. Bisschen Seife natürlich. Ist jetzt nicht besser als bei uns in Deutschland, oder? Mit den ICE-Zugtoiletten bin ich immer sehr zufrieden.
So Leute, ich gönne mir hier gerade ein paar Snacks. Hier in dieser Schachtel war einiges drin. Zum Beispiel auch diese Erdnüsse. Die Landschaft hat sich komplett verändert, also die ganzen Hochhäuser sind weg und jetzt hat man eher, ich sag mal, ärmlichere Gegenden oder sagen wir einfach mal ländlichere Gegenden. Hier sieht es wahrscheinlich aus wie China vor 80 Jahren. Und ich habe mich hier auch mal in die Waagerechte gelegt. Das ist echt ganz gut. Hier kannst du ja alles Mögliche verstellen am Sitz und man liegt auch echt bequem. Also der Sitz hat auf jeden Fall 3 Stufen, einmal komplett flach, dann so ein bisschen liegend, wie jetzt gerade und richtig aufrecht sitzen. Hier ist auch noch ein Tisch drunter. Ja, bin jetzt schon 3 Stunden unterwegs. 2,5 Stunden sind es noch bis Peking. Gleich geht die Sonne unter. Super entspannte Fahrt, muss ich sagen. Rein theoretisch, wenn ich jetzt einen anderen Zug genommen hätte, wäre ich einfach in 1 Stunde schon da. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom gastronomischen Angebot. Also es gibt hier eigentlich nichts. Die haben nicht mal Kaffee. Da habe ich schon mit ein bisschen mehr gerechnet. Aber gut, weil ich habe mittlerweile echt Hunger. Wir fahren auch noch 3,5 Stunden, aber irgendwann später gibt es ja wohl Abendessen. Das dauert aber noch ein bisschen. So Leute, Essen kam gerade plötzlich an. Ich habe jetzt hier noch eine riesen Cola bestellt. Wir haben hier eine Suppe. Ich weiß leider gar nicht genau, was für eine. Und das hier ist jetzt mein Essen. Da gab es einmal eine Schwein-Variante und eine Rind-Variante. Also das ist jetzt Beef. Thank you. So, jetzt gucken mich hier meine Kollegen hier von rechts irgendwie stumpf an. Da werde ich mal ganz verlegen. Auf jeden Fall haben wir hier Reis, Beef, Mais, ja, und hier jetzt Stäbchen. Also ich muss mit Stäbchen essen, Gabel gibt es natürlich nicht. Und das mit perfektem Sonnenuntergang. Also je öfter ich in asiatischen Ländern bin, desto besser werde ich hier mit den Stäbchen. Die Suppe, die kann ich nicht essen, die riecht mir viel zu fischig. Das ist nichts für mich. Aber der Hauptgang hier ist echt lecker. Boah Leute, ich bin gerade einfach mal kurz eingepennt. Wir fahren gerade 345 km/h. Ich glaube, der Zug kann sogar 360 fahren. Und macht es auch manchmal. Also das ist schon flott. Ich glaube, in so einem schnellen Zug bin ich noch nie mitgefahren. Hier gibt es übrigens auch so Slippers, aber die habe ich jetzt gerade erst entdeckt. Die brauche ist natürlich ganz nett. Man kann auch eine Decke bekommen, wenn man nachfragt. Und wir sind jetzt in 10 Minuten da. Und dann bin ich mal auf Peking gespannt. Es kann sogar sein, dass uns wieder jemand abholt und uns aus dem Bahnhof raus begleitet. War auf jeden Fall eine super Fahrt. Wir sind da, Peking. Ha! Beijing-Yan Railway Station. Offizielle Ankunft war 20:14 Uhr. Wir sind sogar 2 Minuten zu früh. Ist das nicht geil, ey? Oh Mann, jetzt muss ich mal den Ausgang suchen. Abgeholt wurde ich nicht. Frechheit, das gibt's doch nicht. Und damit, was geht ab und herzlich willkommen im Hotelzimmer. Ich bin gerade eingecheckt, bin hier im Hilton Hotel in Peking. Total nett, ich habe das Hotel mit Punkten gebucht, aber die haben mir trotzdem ein Upgrade gegeben zu einer Suite. Riesiges Zimmer. Brauche ich jetzt überhaupt nicht, weil manchmal finde ich große Zimmer auch... Oh, beachtet nicht meine Unterwäsche da. Manchmal sind große Zimmer auch nervig, weil dann lässt du das da liegen, dann wenn du zusammenpackst, musst du wieder suchen, wo liegt die Scheiße jetzt rum? Luxusprobleme, ach komm, das sind Probleme, ne? So, kurzes Fazit zum Zug. Aus Peking kommt übrigens kein Video. Ich bin nicht lang genug hier. Ich habe jetzt in den letzten Tagen so viel gefilmt. Ich brauche einfach mal 2 Tage Regenerierung und das mache ich jetzt hier in Peking. Bei Instagram poste ich natürlich immer viel. Deswegen, auch an die Älteren von euch, folgt mir doch mal bei Instagram. Das ist immer interessant. Ja, was soll ich zum Zug groß sagen? Also gut, ich bin in Japan auch schon Zug gefahren, aber das war heute mal wieder eine Lehrstunde für mich. Wie schön und toll Zugfahren eigentlich sein kann, wenn alles reibungslos funktioniert und man sich auf alles verlassen kann. Stellt euch mal vor, meinetwegen lasst die ICEs so, wie sie sind, aber man kann wirklich jeden Tag super schnell von München nach Berlin fahren, von Berlin nach Hamburg, von Berlin nach Köln. Klar, das geht, aber man kann sich halt nie drauf verlassen und das ist das große Problem. Und neben diesem nicht drauf verlassen können, finde ich, gibt es dann auch noch so Sachen wie Züge sind dann plötzlich total überfüllt, Sitzplatzreservierung funktioniert nicht, dann fehlt der Schaffner wieder oder das Zugpersonal. Irgendwas ist ja immer und bringt da bei uns in Deutschland Chaos rein und wenn man das halt nicht hat, so wie hier in China, wo alles perfekt funktioniert, klar, die haben auch überall zig Mitarbeiter, du brauchst für jeden Bahnhof dein Ticket,
Ticket, aber die machen uns das ja perfekt vor, wie es funktioniert. Und ich habe es heute sehr genossen. Klar, ich bin auch in der coolsten Klasse gefahren, das war für mich auch ein super Erlebnis wieder. Das Spannendste waren für mich die Züge zu schauen, die anderen Züge. Der Sitz war cool, keine Frage. Das Essen war jetzt nicht mein Geschmack, war aber okay, aber es war ein geiler Tag für mich. Ich bin ja auch schon so, ich bin jetzt kein Trainspotter oder so, aber ich interessiere mich einfach für diese ganzen Züge weltweit. Das macht mir immer unfassbar viel Spaß. Noch ein schneller Nachtrag, also ich fand die 290 Euro, die ich jetzt bezahlt habe für die Business Class im Zug, dann eigentlich doch schon recht viel und verhältnismäßig teuer. Vor allem, wenn man es dann auch mit Inlands-Business Class Flügen in China vergleicht, steht das nicht im Verhältnis und auch das Essen oder so war ja jetzt nichts Besonderes. Und ja, wenn ihr mal in China seid, fahrt auf jeden Fall Zug. So, von hier geht es für mich weiter mit Air China. Probieren wir die mal aus, das ist auch besonders, weil da gibt es eine erste Klasse innerhalb von China und das darf ich mir ja nicht entgehen lassen für ein Video. Abonniert den Kanal, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal gerne eure Meinung zu den Zügen in die Kommentare. Haut rein. Ciao!